Er ist eine herausragende Persönlichkeit für den deutschen Sport. It is over. T-Mobile's down. He takes it. Thank you to T-Mobile. Die sportmedizinische Untersuchung ist sozusagen ein Muss, um bei Olympia teilnehmen zu dürfen. Ja, man muss schon sportgesund auch sein. Deshalb ist das ja so eine Grunduntersuchung, die man jedes Jahr hat. 15 Sekunden. Ja, das ist scheiße. 3, 2, 1, okay, und stopp. Wie geht's dir soweit? Ja. Ich bin aber länger, ich bin eine Stunde gefahren. Wie viel? 300 Watt durchgedreht. 300. Bevor man bis 200 kommt, ne? Ja, zum einen natürlich, ja, macht man immer ein paar Sprüche gerne. Das war schon damals so, als wir 9, 10 waren und ja, Angst hatten hier vor der Fettmessung. Und ich als kleiner Pummel damals, ich hatte immer schon schlaflose Nächte sozusagen vor dem Tag. Auf geht's, Jungs. 7 Tische. Früher war das ja mein zweites Zuhause hier. Man hatte sehr, sehr viele Lehrgänge damals auch schon. Und ich war jeden Tag hier zum Training. Generell ist es immer gut, wenn wir alle zusammen trainieren. Da ist die Konzentration im Lehrgang und beim Training viel höher. Es ist auch so ein bisschen die Aufgabe der älteren Spieler, ganz klar, das auch weiterzugeben. Dass es sehen, dass Timo im Training da ist, dass er im Training dann auch immer diese Motivation einfach auch immer an den Mann bringt. Für uns ist schade, weil ich glaube einfach, die Spieler sind zurzeit richtig gut drauf. Im Moment hat man das Gefühl, alles steht in den Sternen. Keiner weiß so genau, in welche Richtung es geht. Wir müssen die Absagen akzeptieren, müssen versuchen, unsere Pläne ein bisschen umzuschreiben. Jammern werde ich auf keinen Fall. Ich nehme es jetzt einfach, wie es kommt und mache das Beste draus. Schnuppern lassen. Ja, wieder. Da war wieder nur schnuppern lassen. Gut, Timo! Ich habe mich eigentlich immer schlechter gesehen, als ich war. Also ich habe mir erstmal nie Gedanken drum gemacht, wie weit das gehen kann oder wie weit soll es gehen. Da habe ich mir nie große Ziele gemacht. Ich habe gute Chancen gesehen. Beweiskräftig wurde das, als er Jan-Ove Waldner geschlagen hat. Und Waldner war nun mal das Aushängeschild Tischtennis, der berühmteste Name im Tischtennis. Und Timo hatte damals schon die technischen Fähigkeiten und die mentalen Fähigkeiten, einen solchen Mann zu schlagen. Er war halt stressresistent, auch da in der ersten Liga. Der Chen Bin, das sieht ein bisschen mutlos auch aus. Man hat das Gefühl, ihm fällt nicht so die rechte Waffe ein, die er gegen Timo Boll einsetzen soll. Hier ein weiterer Beleg, glaube ich, für diese Behauptung. Ja, ich glaube, er ist sich gar nicht bewusst, was passiert jetzt eigentlich am Tisch. Also er wird förmlich überrollt von Timo Boll, der ihm eigentlich gar keine Chance lässt, gut zu spielen. 21:9, 21:10, ein wahrhaft überraschendes Ergebnis gegen den ersten von Mülheim, gegen Chen Bin. Ich war schon eher so der bequeme Typ, würde ich jetzt sagen. Der
der ja auch so ein bisschen von seinem Talent vielleicht auch gelebt hat. Wir haben ja damals den Jörg Ixa geholt, auch damals von dem Verein. Das war eine lange Überlegung gewesen, weil der Timo noch kein Führungsspieler zu dem Zeitpunkt war. Ich war es halt gewohnt, dass alles hochprofessionell abläuft. Düsseldorf war ein Verein, deshalb so erfolgreich, weil er sehr professionell mit allem umgeht, waren sehr professionelle Strukturen gewesen. Und da musste ich 1, 2 Strukturen hier auch verändern. Und das habe ich da auch relativ früh gesagt. Und das war für den Timo am Anfang schwer gewesen, weil das war dann 1, 2 Mal auch aus seinem Wohlfühl Teil hier höchst rauszukommen. Das war für ihn am Anfang schwierig, weil er doch immer dann, zwar als Mannschaft, aber er doch musste abgestimmt werden, wann kommt er aus der Schule, wann will er trainieren, will er noch irgendwo anders hinfahren. Das waren alles Sachen, die mussten dann besprochen werden. Und mich hat es in der ersten Besprechung dann gestört, dass ich dann gesagt habe, machen wir jetzt einen Ausflug oder wollen wir das Spiel gewinnen? Ich glaube, der Jörg als Führungsspieler hat dem Timo auch nochmal einen Kick gegeben damals. Und das war eine ganz wichtige Geschichte. Ja, 2002 war natürlich so das Jahr, wo ich dann eigentlich international richtig explodiert bin. Der World Cup gehört ja zu den 3 großen Turnieren bei uns im Tischtennis, zusammen mit Olympia und WM. Und ja, damals hatte ich überhaupt gar keine Ambitionen dort. Er ist hingefahren als Außenseite. Das erste Mal mitgespielt. Da habe ich dann auch zum ersten Mal die Top-Chinesen geschlagen. Gerade Viertelfinale gegen Wang Lichin, der einfach zu der Phase nahezu unschlagbar irgendwo war. Ich habe mir gerade letzte Woche noch mal das Video angeguckt, das allererste Mal, weil ich dieses Spiel gar nicht mehr so richtig im Kopf hatte. Aber ich war doch überrascht, wie gut ich schon damals war. Besonders kann ich mich natürlich noch an dieses Finale gegen Kong Linghui erinnern. Kong Linghui war der Olympiasieger und. Ja, absolute Lichtgestalt für mich, großer Star in China und im eigenen Land gegen ihn zu spielen, war natürlich besonders schwer. Ich habe dann hochgeführt, hatte viele Matchbälle gehabt, ich glaube 10-4 oder so geführt im letzten Satz. Und dann wurde ich noch mal richtig nervös, der Arm ist schwer geworden, richtig eisig in dem Sinne. Und ich habe den Sack nicht zumachen können. Es ging dann noch mal in die Verlängerung rein. Als ich dann wirklich den finalen Punkt gemacht habe, da war die Erleichterung schon extrem groß und die Freude. Und ja, so extrem habe ich das, glaube ich, auch nie wieder gespürt. Also so eine Erleichterung zu fühlen, das war schon besonders. Danach hat es irgendwie zur Nummer 1 der Welt gereicht. Ich glaube sogar mit genau einem Punkt Vorsprung. War auch ein unbeschreibliches Gefühl, weil ich mich gar nicht als besten Spieler der Welt irgendwie gefühlt habe oder gesehen habe. Er war da wirklich im Hier und Jetzt und konnte Erfolge und Niederlagen, ich glaube, das kann er heute, das verlernt er ja nicht, auch heute noch sehr, sehr gut, einfach das einzuordnen. Aber es stand halt schwarz auf weiß und von daher konnte mir das auch keiner mehr nehmen. Oh, you can't believe it. I just can't believe what I've seen. Fair play of the highest order. War natürlich auch mal so ehrgeizig früher gewesen, dass man vielleicht auch mal einen Kantenball nicht zugegeben hat. Eigentlich hat er schon gewonnen gehabt und er wäre im Halbfinale gewesen. Und zu dem Zeitpunkt hätte er wirklich Weltmeister werden können. Aber das hat sich dann irgendwie für mich so schlecht angefühlt. Das hat man oder man hat es nicht.